Fertig? Ja, ja. Sie lacht schon. Sie lacht schon, bevor es überhaupt losgeht. Ich fühlte mich ertappt, ich war gerade Gedanken. Das ist ja unglaublich. Wir sind jetzt im Instant-Video. Wir sind also jetzt im Jetzt. Und nicht woanders. Aber manchmal wären wir gerne woanders, ne? Oder? Ab und zu? Die gucken mich mal, was will der Stimme mir mal erzählen soll, weißt du? Was haben wir für ein Thema? Warte mal, was redet der da von Scheiß daher? Ich habe vorher nicht geguckt. Dann denke ich, welches war es jetzt? Ich weiß es nicht. Also wir haben Holodeck-Feeling als Thema, ja? Ah, ja. Und wir sind halt nicht jetzt im Jetzt wie bei Spaceballs, sondern wir sind halt woanders. Wir sind jetzt hier, aber doch nicht hier. Virtual Reality, ne? Und ja, zu dem Zweck haben wir uns mal erkundigt, ne, wie andere das sehen. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, sag mal, was glaubst du denn, wie weit sind wir eigentlich noch von der perfekten VR-Erfahrung entfernt? So. Und die haben Folgendes gesagt. Also Virtual Reality ist ja eines meiner Lieblingsthemen gewesen. Ich war zum ersten Mal in der Virtual Reality Brille, das war im September 94 in Toronto, weil ich das so geil fand. Dann war das ja, ich meine, es hat ja einmal nicht funktioniert, das war einfach so ein wahnsinniger Hype. Ne? Selbst Mega Drive wollte ja Sega VR rausbringen und war dann weg. Aber der Wunsch, das ist ja, wir wollen so ein Holodeck wie bei Star Trek. Das kam dann wieder, wann war das, 2013? Und alle, ja, es ist da ist es, jetzt haben wir es, wir können es uns leisten, die Handy-Screens und so, jetzt kann man es irgendwie machen. Und es ist ja wieder nicht so weit. Ich bin tatsächlich nicht auf dem neuesten Stand, was es mittlerweile im VR-Bereich gibt. Aber das, was ich ausprobiert habe, war toll, hat mega Spaß gemacht, aber perfekt war das noch lange nicht. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das noch ein bisschen dauert, bis ich sagen würde, oh ja, jetzt steige ich um und mache alles nur noch in VR. Also meine Erfahrungen mit dem VR sind nicht ganz so weitreichend. Ich habe bisher nur ein paar Spiele gespielt, aber das, was ich gesehen habe, das hat mich schon komplett umgehauen. Ich bin super anfällig für Motion Sickness und kompletter Realitätsverlust. Deswegen habe ich ein bisschen Angst davor, dass es zu perfekt werden kann. Aber ich denke mal, so in 2 Jahren oder 3 Jahren wird da auf jeden Fall was Vorzeigbares da sein. Ich glaube, Virtual Reality wird auf jeden Fall kommen. Aber ich glaube, das ist ernsthaft noch nicht so bald. Ich glaube, das sind bestimmt noch 5 bis 10 Jahre. Also eher 10. Weil, mal ganz davon abgesehen, dass du natürlich eine Verbreitung brauchst von den Geräten, dass du dann auch noch die richtige Software dafür brauchst. Und ich glaube, also, ich habe jetzt vor kurzem wieder so ein Ubisoft-Ding gespielt, was richtig cool ist und auch eine richtig coole Erfahrung, um das mal zu machen. Aber so ganz da ist es eben einfach noch nicht, dass es den breiten Markt, glaube ich, erobern würde. Aber dass es das irgendwann mal tun wird und wir alle so, was ist auch so Augmented Reality Kontaktlinsen auf dem Augen haben, das glaube ich auf jeden Fall. Wahrscheinlich sehr weit. Nicht, weil es wahrscheinlich nicht umsetzbar ist, sondern weil es zu teuer ist. Ui, gute Frage. Also ich finde, es ist schon noch mal um einiges besser geworden. Das Thema hatten wir ja mit Jan auch noch letztens, fällt mir ein. Dass dann doch da sich einiges getan hat, auch von den Bildschirmen her. Und weil es ja jetzt auch diese Möglichkeit gibt, diese Anzüge, wo du den Kram dann auch ein bisschen mehr so fühlst, so Rückmeldung kriegst und so. Also, ich muss sagen, ich habe vor ein paar Monaten für Zeiss Shot mal ein ganz neues Ding gemacht, nämlich bin ich in einen Anzug geschlüpft, der also gespickt war mit Sensoren, das nennt man dann Dingens Capturing, wie heißt es? Und da habe ich den Professor Abbe, das ist einer der Gründer von Zeiss Shot, als Statue nachgemacht. Der stand da als Statue und die wurde interviewt und ich habe also die Antworten gegeben, mich dabei bewegt und ach, wissen Sie und so weiter. Und diese ganzen Bewegungen wurden dann später auf diese Statue übertragen. Und das muss grandios geworden sein. Ich habe es leider noch nicht gesehen, nur die Mitarbeiter von Zeiss Shot. Aber ich denke, das wird so gerade, ob es jetzt über dieses Motion Capturing geht, aber das ist für mich so sehr verwandt zu dem, ich denke, das wird rasante Fortschritte nehmen. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich denke halt auch, dass jetzt durch die neue Unreal Engine sich da auch noch mal einiges tun wird.
Und mal sehen, was jetzt auch noch so an Brillchen dann demnächst auf den Markt kommt. Ich würde sagen, in den nächsten 5 Jahren sich nochmal krass steigern. Also, ne, da würde ich schon sagen, dass da nochmal ein guter Schub kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, einmal oder zweimal auf einer Messe VR ausprobiert. Und das war es dann. Ist auch ein bisschen mies gefragt, ne? Weil perfekt, was ist schon perfekt? Ja, das heißt, ist denn ein Holodeck auf der Enterprise jetzt perfekt? Auch nicht, ne? Nicht? Nein, es ist ja auch noch nicht, ne? Hat ja auch manchmal Fehler und was ist perfekt? Also was ist mit dem Wort perfekt gemeint? Ich fand Skyrim zu spielen auf der PlayStation VR fand ich schon ziemlich perfekt, ja? Natürlich hat man Netz davor, natürlich ist die Auflösung nicht so geil und hast du nicht gesehen. Und man muss erstmal die Steuerung lernen. Ich hatte diese Controller dafür gar nicht. Ne? Ich habe mit Pfeil und Bogen gespielt. Ich habe nur, also diese Move-Dinger, sondern ich habe mit dem Controller gespielt und so. Und trotzdem hatte ich ein total tolles Spielerlebnis. Ja, was ich so noch nie hatte. Das hat mich daran erinnert, ja, wo ich damals als in den 80ern, nein, in den 90ern, Ultima Underworld gespielt habe und das erste Mal irgendwie eine 3D-Welt entdeckt habe, so, ne? Und das war schon ziemlich immersiv. Man muss Abstriche machen. Musste man damals auch. Es gab auch kein richtiges 3D bei Ultima Underworld. Das verzerrte irgendwie, weil es eigentlich nur 2D war und die eine 3D-Welt vorgegaukelt haben, weil sie eigentlich nur 2D dargestellt haben. Bei Duke Nukem haben sie es sehr gut gemacht. Die haben sogar tatsächlich irgendwie immer Fahrstühle und so, aber von oben drauf konntest du sehen, es war eigentlich eine 2D-Welt, die irgendwie du konntest keine Gänge übereinander machen und solche Dinge, ne? Wovon du sprichst, ist sozusagen gefühlt die perfekte Illusion. Genau. Bei diesen Fail-Videos zum Beispiel bei YouTube, wenn Leute da sowas aufhaben, die raffen überhaupt nicht mehr, wo sie sind und fallen deswegen auf die Nase, laufen gegen die Wand, machen irgendwas kaputt. Gibt's ganz lustige Videos davon, ja, aber hofft man immer, dass die Leute sich nicht wirklich ernsthaft verletzen dabei. Das ist richtig, aber die Illusion ist offensichtlich schon hinreichend krass, als dass die Leute sowohl ihr Gleichgewicht verlieren, als auch völlig die Orientierungslosigkeit zum Vorschein kommt, sag ich mal. Und dann merkt man, ja, das funktioniert jetzt schon ziemlich gut. Und was noch nicht funktioniert, sind nebst es könnte noch hochauflösender sein oder dass ich das Raster nicht mehr sehe. Es gibt einige VR-Brillen, die sind schon verdammt gut, ne? Beispiel ist so eine Index zum Beispiel, die ist schon sehr. Es gibt jetzt noch neuere Technologien, die noch mehr können. Dafür gibt es aber zum Beispiel noch nicht so viele Spiele zur Auswahl. Und da geht die Technik in die richtige Richtung. Aber dann hat man noch ganz viele andere Hürden zu nehmen. Zum Beispiel, ich habe ja jetzt nicht den Chip im Kopf, haben wir auch mal drüber gesprochen. Und zack, jetzt bin ich in der virtuellen Realität und jetzt bin ich wieder hier, sondern ich muss mir irgendwie so einen Kasten auf den Kopf setzen, der schwitzt, mir wird warm, es ist schwer, hat es einen Akku oder ein Kabel, ne? Siehst du, jetzt hau ich hier Sachen kaputt, obwohl ich überhaupt nicht im virtuellen Raum bin. Ja, Fail Army incoming hier. Genau, wenn ich einen Akku habe, wie lange hält der dann? Und welche Technologien gibt es dazu? Das heißt, es ist ja nicht nur meine Brille mit dem, was ich sehe, sondern auch, wie weit kann das Ding mich gesamt wahrnehmen? Also, es gibt ja zum Beispiel diese Tracker. Ich kann also in verschiedenen virtuellen Räumen sagen, ich möchte, dass er weiß, wo meine Oberschenkel sind, wo meine Unterschenkel sind, wo mein Rumpf ist, meine Arme und dass er sogar meine Finger sieht einzeln und dass ich alles, was ich tue, auch im virtuellen Raum tun kann, dass quasi mein kompletter Körper getrackt wird. Und die Technologie, die funktioniert auch schon, aber manchmal nicht ganz perfekt. Ne? Wir spielen mit Freunden zum Beispiel ab und zu VR-Chat. Das ist witzig und ziemlich cool, ist sogar kostenlos, aber technisch noch nicht so ausgefeilt. Und es gibt Leute, die können da irgendwelche 3D-Modelle einladen, irgendwie mit Daten des Todes und das sieht dann ganz toll aus. Oder deine VR-Brille kann das gar nicht mehr verarbeiten und du siehst dann gar nichts mehr.
Und manchmal funktionieren die Tracker, manchmal funktionieren die Tracker nicht. Also es ist nah dran, aber irgendwie immer noch nicht so ganz. Ne? Das heißt, es gibt unheimlich viele Leute, die sagen irgendwie, ich kaufe mir noch keine VR-Brille, weil es ist noch nicht perfekt. Da fehlt mir noch was. Ich habe die Vive mir angeguckt. Ich habe mir die Sony PlayStation VR-Brille angeguckt und ich habe mir auch die Index angeguckt. Ja. Und die sind natürlich schon weit auseinander alle irgendwie. Und ich muss sagen, ja, hasse eine, hasse alle eigentlich. Das heißt, dieser Effekt, dieses erste Mal, so ich bin in einer virtuellen Welt, das hast du auch noch mit den alten Brillen. Und dann kommen die Feinheiten so. Das heißt, du kommst immer näher ran so. Aber der erste Sprung, überhaupt in die virtuelle Welt zu kommen, ja, der ist schon so immens, dass danach nur noch Nuancen irgendwie dazu führen, dass die Generation dann noch perfekter oder geiler wird oder so, ja. Und am besten wäre es natürlich, man setzt sich einfach nur eine Brille auf, die leicht ist, ne? Und um einen rum ist dann irgendwie die Welt weg, so, ne? Und du bist dann da drin, dass du nicht so dicke, klobige Sachen auf dem Kopf hast und so weiter, ne? Und das ist halt, da sind wir noch sehr weit von entfernt. Viele sagen irgendwie, das dauert noch ewig und so. Und ich finde eigentlich, wir sind schon ziemlich nah dran. Man muss halt Abstriche machen. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die auf geile Grafik stehen. Und je toller die Grafik ist, je realistischer die Grafik ist, desto toller finden die das. Ist ja auch so, ist ja auch cool, ne? Aber ist das unbedingt notwendig? Das ist dann die interessante Frage. Es gibt störende Elemente, wenn man dieses Netz vor Augen hat, oder so, das stört. Das gibt's mit der Index gar nicht mehr so, ne? Und auch das Blickfeld erweitern. Man hat ja immer nur so ein eingeschränktes Blickfeld, ja, dass man das erweitert. Was ist es jetzt wirklich, was den großen Schub bringt, wo du sagst, boah, das ist aber dann nahezu perfekt. Das kann man sich ja überlegen. Ne? Also ich finde, wir sind da schon ziemlich nah dran. Und das eingeschränkte Sichtfeld finde ich nerviger und nicht so perfekt, ja, wie beispielsweise irgendwie, ob die Auflösung toll ist oder nicht. Ich würde mir wünschen, dass dieser Tunnelblick wegkommt, dass ich irgendwie wirklich das Gefühl habe, ich bin frei in dieser Welt. Das würde mir viel, viel mehr bringen, weiter nach vorne bringen, anstatt die Auflösung. So, ja. Und da geht für mich irgendwie so ein bisschen die Schere auseinander. So, es gibt vielleicht auch irgendwann Brillen, wo du sagst, okay, die sind vielleicht grafisch nicht so, aber die haben halt irgendwie so einen weiteren Blick. Ne, dass man sich nicht so eingeengt fühlt, weil dieses Eingeengte, das will man raus aus dem Korsett so ein bisschen. Ne? Man will das vom Kopf loswerden, man will irgendwie weiteren Sicht, man möchte crisper sehen können. Ne? Das heißt, man versucht sich irgendwie daraus zu befreien, so aus diesen Restriktionen. Ne? Ja, ich hatte eine Zeit lang den Eindruck, die Technologie, die bleibt jetzt erstmal wieder stehen, weil die Nachfrage so gering ist. Das heißt, es gab irgendwie diesen ersten Sprung und den VR-Boom irgendwie. Ja. Alle sagten, boah, das sieht aber geil aus. Die Hälfte davon wurde dann schlecht. Ja. Und ich habe gesagt, kann ich gar nicht machen, weil ich diese Motion Sickness habe. Und da ist die Technologie noch nicht weit genug und so weiter. Und jetzt, gerade in der Zeit, wo so viele Menschen zu Hause bleiben müssen, gab es irgendwie so ein bisschen so einen VR-Schub, dass die Leute gesagt haben, na gut, wenn ich schon nicht raus kann, dann wenigstens virtuell. Und dann waren es zeitlang VR-Brillen sogar ausverkauft. Und es gab so einen Boom wieder, der natürlich auch Hersteller dann dazu verleitet zu sagen, na gut, wenn Phasen, wo Menschen zu Hause sind, das Ding so gefragt ist, dann ist vielleicht auch ein Anlass, die Dinger jetzt auch wieder zu verbessern und dann vielleicht auch mehr in der Richtung wieder zu machen. Und jetzt gibt es wieder mehr Projekte, die in Richtung Virtual Reality gehen, in Richtung Augmented Reality gehen und die wir in Zukunft erwarten können, was natürlich dann ganz cool ist. Ja, Holodeck lässt dann aber doch noch auf sich warten, zumal die Technologie auch echt nicht günstig ist. Ne? Das heißt, da beißt sich immer so die Katze in den Schwanz, wenn ich jetzt irgendwie sage, boah, ich möchte aber ein Ganzkörperset mit ganz vielen irgendwie Dingern, die sagen, wann ich mich wo bewege, die besten Controller, die geilste Brille und dann auch noch mehrere Kameras im Raum, die dann genau tracken, wo ich bin. Da bin ich aber kohlelos. Ne? Und da muss man sich genau überlegen, ist es mir das jetzt wert? Und wie viele virtuelle Spiele und Spieleerfahrungen kann ich tatsächlich machen, dass sich das lohnt, aktuell. Da ist man dann schon am Rechnen. So, jetzt könnte man sich fragen, warum macht Piranha Bytes ständig irgendwas über VR? Das machen wir ziemlich häufig, das ist richtig. Hat das irgendwas damit zu tun, dass wir mit unserem aktuellen Titel vielleicht irgendwie VR planen oder so? Nein, tun wir nicht. Weil wir ein Third-Person
Open World Rollenspiel bauen, machen, tun. Und das glauben wir einfach, das geht mit VR nicht zusammen. Ja? Es gibt Spiele, die das machen, aber das hat halt irgendwie nicht so das Erlebnis. Ja, fängst du schon mit Abstrichen an, ne? Also, es geht zwar, aber das ist irgendwie nicht so. Na, sag niemals nie, kann sein, dass wir es irgendwann mal machen oder so, aber eigentlich ist es dafür nicht gemacht. Da müsste man tatsächlich Ego-Perspektive machen. Ja, dann mach doch mal Ego-Perspektive. Kann man ja umschalten und so. Naja, aber es wären dann 2 verschiedene Spiele. Das wäre dann der doppelte, dreifache Aufwand, was Kampfsystem angeht und hin und her. Nein, das ist nicht das, was wir machen. So, ne? Und damit diese Frage auch mal beantwortet ist. Apropos Frage. Hast du Community-Frage? Ja, habe ich. Da macht es jetzt den Bogen bei dieser Frage. Die Frage lautet, seid ihr bis jetzt denn zufrieden mit der Umsetzung in eurem aktuellen Projekt? In Klammern, no Spoiler. No Spoiler. Den Spoiler machen wir auch nicht. Finde ich auch schön. Ja, wir sind zufrieden. Wir sind sehr weit und hab's ja auch jetzt schon mehrfach gespielt. Ne? Und jetzt geht's halt doch um Nuancen und Sachen, dass wir's rund kriegen und so. Das ist eigentlich ein ziemlich großer Brocken an Arbeit, die man investiert. Das heißt, wenn man als unbedarfter Nicht-Entwickler dran geht an dieses Spiel, sich das anguckt, dann denkt man sich, ach, das sieht ja fertig aus. Das ist ja schon ziemlich, ist ja schon, ne? Ja gut, aber das könnte man noch und hier noch und da noch und das und jenes und dann kommst du dann nach 10 Minuten, nach halben Stunde, kriegst du auf einmal einen Zettel, das schreibst du dir alles Mögliche auf. Ist halt noch nicht fertig. So, ne? Sieht zwar schon fast so aus, gaukelt dir vor, es wäre fertig, ist es aber noch nicht. Ja, es gibt halt sehr viele versteckte Sachen, die noch zu tun sind, unter der Motorhaube und auch in der Logik und einige auch offensichtliche Dinge fehlen noch, einige Objekte sind noch nicht richtig, ne? Die haben noch keine Textur oder was weiß ich, also das ist schon eine ganze Menge, was da noch zu tun ist. Weil es halt so groß ist, ne? Dann denken die irgendwie so, mein Gott, was machen die denn jetzt noch so lange? Das verstehen wir auch. Und ja klar, man würde sich wünschen irgendwie zack und fertig, aber da muss man, wenn man das ernst nimmt, wirklich an vielen Ecken und Kanten, ne, hat man auch den Anspruch, das dann gut zu machen und dann haben wir dann doch noch ein bisschen was zu tun. Nichtsdestotrotz sind wir mittlerweile sehr weit. Ja. Ja, es kommt dann auch irgendwo so ein bisschen so der Sättigungsgrad, ne? Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen Distanz dazu bekommen und das andere beurteilen lassen und das machen wir auch fortwährend. Fortwährend ist QA am Start und es wird getestet, was das Zeug hält und es gibt unheimlich viele Leute, die sich wirklich alles nochmal angucken, überall und so weiter, ne? Das ist schon ziemlich viel noch zu tun. So, ne? Bis man sagt, okay, jetzt habt ihr das Spiel mal und guckt's euch mal an. Also da sind wir noch nicht. So, ne? Aber zufrieden sind wir mit unserem Fortschritt auf jeden Fall. Ja. Bis hierhin. Das ist schon, es wird ein sehr, sehr tolles Ding, was wir da machen. Ja, ich glaube das auch und ich glaube, das ist jetzt so die letzten Züge und freue mich auf die nächste Phase. Ne? So, dann hoffentlich beantwortet das die Frage und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann.